Ja, hallo, herzlich willkommen zur FarmCon, auch von uns beiden. Ich bin der Manuel Leithner, bin Lead Gameplay Programmer bei Giant Software und mit dabei ist der Stefan Maurus, unser Senior Gameplay Programmer und Lead Vehicle Integrator. Heute wollen wir, beziehungsweise jetzt wollen wir über unsere neue November-Expansion sprechen und im Speziellen über das Gameplay auf Kinlake. Der Kenan hat gerade eben bei der Map-Präsentation schon die Map gezeigt, also wir haben so eine typisch UK angehauchte Map mit vielen Visuals, die so typisch für UK sind. Wir haben eine große Meeresbucht, wir haben Hügel, wir haben Hecken. Aber wie gesagt, vieles habt ihr davon schon gesehen bei der Präsentation von Kenan gerade. Jetzt soll es aber um das Gameplay gehen. Und in unserer neuen Expansion haben wir eine neue Fruchtsorte, das ist der Zwiebelanbau. Und der Zwiebelanbau bei uns benötigt verschiedene Schritte. Und wie das Ganze funktioniert, zeigt euch jetzt der Stefan. Genau, so auch noch Hallo von meiner Seite aus. Also, wir fangen an mit Zwiebeln. Was macht man zuerst natürlich? Wir müssen die Zwiebeln erstmal anpflanzen. Und da habe ich hier ein kleines Gameplay-Video aufgezeichnet. Wir haben hier zum einen mal einen neuen Schlepper, einen schönen JCB Fast Truck. Da werde ich später noch ein paar Worte dazu sagen, aber jetzt wird es hauptsächlich erstmal um die Drillmaschine hinten gehen, beziehungsweise die Legemaschine. Und zwar handelt es sich um eine Monosem MS Legemaschine. Das ist eine spezielle Legemaschine für den Gemüseanbau. Also ja, sieht man an den sehr kleinen Tanks hinten dran, da das Saatgut sehr fein ist für das Gemüse zum Beispiel. Und ja, erstmal generell zu sagen, Monosem ist ein neuer Hersteller, der mit dem DLC zum ersten Mal ins Spiel kommt. Ist ein französischer Hersteller, der ja auch Teil des John Deere Konzerns ist und der ist sehr speziell oder ist sehr spezialisiert auf Einzelkorn-Seetechnik und Hacktechnik. Und das ist eben die erste Maschine, die wir von diesem Hersteller im Spiel haben. Genau, zu den Saateinheiten hinten gibt es vielleicht noch was zu sagen. Das ist eigentlich das ist eine kleine Besonderheit bei der Maschine. Das sind die Monosem MS Electron Saateinheiten. Das sind voll elektronische Saateinheiten, also nicht so wie bei einer normalen konventionellen Einzelkornlegemaschine, dass es mechanisch angetrieben ist, sondern hier wird alles elektronisch angetrieben, um ja, weniger Verschleißteile zu haben und mehr Präzision im Endeffekt bei der Ablage. Ja, ich denke, im Hintergrund hat man schon gesehen, wir haben neue Baumtypen. Wir haben beziehungsweise nicht neue Baumtypen, sondern einfach neue Baummodelle, weil ein Kritikpunkt in der Vergangenheit war oft, dass unser Spiel zu bunt und zu grell wirkt. Und wenn wir an Bäumen arbeiten, dann hat es einen riesen Effekt, weil ungefähr 20 bis 30, 40% der sichtbaren Fläche auf unserem Bildschirm nehmen Bäume ein. Das heißt, wir haben die Bäume ein bisschen getuned, wir haben neue Modelle gebaut, wir haben die Farbe ein bisschen natürlicher gemacht und dann wirkt das alles gleich viel realistischer. Stefan hat jetzt gerade die Zwiebeln gepflanzt. Der nächste Schritt ist die Pflege der Jungpflanzen. Und wie das bei uns im Spiel funktioniert, zeigt euch jetzt der Stefan. Genau, also so hier gleich mal dazu zu sagen, ihr habt das vielleicht bei der Legemaschine schon gesehen, wir pflanzen die Zwiebeln nicht wie unsere normalen Pflanzen mit einheitlichem Reihenabstand über die komplette Breite, sondern in sogenannten Beeten. Also man sieht es hier auf dem Bild ganz gut, man hat immer diese 5 Reihen an Zwiebeln, die ergeben ein Beet und die Zwiebelreihen an sich haben einen Abstand von 25 cm. Dadurch haben wir im Endeffekt dann Beete, die komplett 1,50 Meter breit sind und für diese Beete haben wir eine neue spezielle Reifenkonfiguration hinzugefügt. Also man sieht es hier schön bei dem Deutz 6C hier im Video, der hat eine Reifenkonfiguration, die ja, sehr schmal ist. Das kennen wir schon, die normale Pflegebereifung, aber diese Bereifung ist speziell von der Spurbreite ein bisschen anders, sodass sie genau in der 1,50 Meter Spur von den Beeten läuft. Also man sieht es hier, wenn ich dann mal die Kamera ein bisschen bewege, die Reifen laufen genau in der Spur, es wird keine Pflanze platt gefahren und ja, so wird es auch in der Realität meistens verwendet. Und diese Konfiguration wird eben bei den meisten Schleppern ja, bis zum, ich glaube, 7er Deutz hinzugefügt. Natürlich nur, wenn es die Umstände erlauben und der Schlepper von den Gegebenheiten dafür vorbereitet ist. Der Stefan hat es gerade schon angesprochen, wir arbeiten mit Beeten. Das ging in der Vergangenheit nicht. Was wir gemacht haben, wir haben an unserem Foliage-System gearbeitet und haben eingebaut, dass man jetzt pro Pflanzenart und pro Wachstumsstufe angeben kann, in welchem Reihenabstand die Pflanzen dargestellt werden sollen. Man kann das sogenannten Abstand, ein Spacing angeben, aber auch zusätzlich noch ein Offset. Das Offset benötigen wir beim Kartoffelanbau, damit wir die visuelle Pflanze genau auf den Kartoffeldamm setzen können. Und den Reihenabstand ganz normal bei den Zwiebeln eben
1,50 m bzw. ein 25er Spacing, bei Mais 75, bei Cotton 1 Meter. Das ist alles ein Basegame-Feature und ab dem kommenden Dienstag im Patch 1.10 vorhanden. Durch die neue Darstellung haben wir auch die Möglichkeit, dass wir die Pflanzen mit dem Winkel des Bodens darstellen können. Das heißt, wir können jetzt in Zukunft Mais zum Beispiel auch in Kurven säen, natürlich limitiert auf die Bodenwinkel, die die Map vorgibt. Wie gesagt, das Ganze ab Dienstag im 1.10 Patch verfügbar. Wir haben die Pflanzen gepflegt und jetzt geht es eben zur Ernte der Pflanzen. Das ist bei uns wie in echt auch ein abgesetztes Verfahren. Das heißt, man hat ein Rodeaggregat und dann zum Aufsammeln eine weitere Maschine. Wie das Ganze funktioniert, zeigt der Stefan. Genau, also man sieht hier auf dem Bild schon, so sehen die Zwiebeln aus, wenn die erntereif sind. Die ganzen Blätter hängen nach unten und der erste Schritt ist eben, von der Erntemaschine die Blätter erstmal zu entfernen. Also wir haben hier, hier sieht man die Zwiebeln noch schön. Einmal den Traktor, den wir haben ein JCB 4000 Icon, komplett neues Fahrzeug. Und vorne und hinten haben wir Geräte von Holadas. Holada ist natürlich schon länger bei uns im Spiel, ein niederländischer Hersteller für, auch speziell für so Gemüsetechnik. Und hier haben wir den UMR 300. Das ist eine Kombination aus Blattschläger, also der saugt die Blätter sozusagen an und entfernt den Großteil der Blätter oben und holt die Zwiebeln auch aus dem Boden. Er macht dann in der Mitte vom Schlepper eine Schwart. Natürlich in der Mitte vom Schlepper, damit die Zwiebeln nicht vom Schlepper platt gefahren werden und in den Boden gedrückt werden. Und dann haben wir hinten noch den UR 205. Das ist nochmal ein zusätzliches Gerät, um die Zwiebeln zu reinigen. Natürlich, das vordere Gerät macht schon eine Teilreinigung von den Zwiebeln, aber der hintere macht es dann noch ein bisschen besser und komprimiert den Boden unter dem Gerät noch ein bisschen und legt die dann auf dem komprimierten Boden ab, damit die Zwiebeln nicht so sehr in den Boden gemischt werden. Man sieht hinten auch die zwei Bänder, die ich gleich noch von der anderen Perspektive genau zeige hier, die legen im Endeffekt die Ablagerichtung fest. Also hier haben wir zwei Bänder, die werden in diesem Fall nach außen geschoben und dadurch ermöglicht es eine Mittelablage der Zwiebeln. Natürlich, die Ablagerichtung kann man auch ändern, also man kann die Bänder nach innen schieben und dann die Laufrichtung der Bänder ändern, sodass man nach rechts oder links ablegen kann. Dadurch ist es natürlich möglich, wenn man zwei Reihen erntet, dass man die Zwiebeln dann zu einem großen Schwar zusammenlegt, damit man im Endeffekt sich ein bisschen Arbeit beim Aufsammeln der Zwiebeln spart. Man sieht auch die schönen Effekte, sind hier mit 3D-Zwiebeln, also sehen wirklich sehr schön aus. Und ein paar Worte vielleicht zu dem neuen JCB 4000, den wir hier haben. Der ist mit dem neuen iConnect Bedienkonzept, also hat einen neuen Joystick, neues Terminal, neues Dashboard, das haben die vor ein paar Jahren eingeführt und jetzt kommt es eben bei uns auch ins Spiel. Man muss aber dazu sagen, den JCB hatten wir in einer ähnlichen Konfiguration schon in vorherigen Spielen, aber natürlich haben wir den nochmal komplett neu gebaut, nach aktuellen Standards gebaut, damit er auch den heutigen Standards entspricht. Was man hier noch sieht, also ich fahre hier mit GPS über das Feld und da haben wir eine spezielle Funktion eingebaut, um mit dem GPS genau in den Zwiebel reinzufahren. Also es ist ein XML-Attribut im Endeffekt, was man bei bestimmten Fahrzeugen hinzufügen kann und dann passt sich der GPS-Kurs in der Automatikeinstellung an die Zwiebelreihen an. So fährt man immer genau zwischen den Reihen und kann mit dem Ernter zwei Beete mitnehmen, weil der Ernter hat eine 3 Meter Arbeitsbreite und so nimmt er beide Reihen mit. Aber jetzt kommt der nächste Schritt. Also wir haben die Zwiebeln aus dem Boden geholt, wir haben schöne Schwaden auf dem Feld, aber natürlich muss man die Zwiebeln irgendwie auch auf den Anhänger bekommen. Und dafür haben wir, ich bin ein bisschen zu langsam beim Reden, wir haben einen Ropa-Keiler hier. Der hat mit dem DLC, also den Ropa-Keiler haben wir schon im Basisspiel, aber mit dem DLC eben hat er eine neue Konfiguration hinzubekommen, und zwar einen Zwiebelvorsatz. Das ist wie auch in der Realität, können Kartoffelroder dazu verwendet werden, um Zwiebeln aufzusammeln. Also man sieht, der vordere Teil des Roders ist ein bisschen modifiziert im Vergleich mit dem Kartoffelvorsatz. Und so können wir eben die Zwiebeln aufnehmen. Sie werden nochmal gereinigt, weil natürlich ein bisschen Boden mit aufgenommen wird. Das ist im Endeffekt ein ähnlicher Prozess wie bei den Kartoffeln. Und dann werden sie in den Bunker geladen und wir können sie dann ganz normal auf unseren Anhänger laden und verkaufen oder weiterverarbeiten. Wir haben hier vorne noch, wollte ich auch noch erzählen, einen neuen Traktor von New Holland, ein New Holland 8020.
Ja, beziehungsweise wir haben die T8000-Serie bei uns im Spiel jetzt mit diesem DLC. Das ist ein etwas älterer Traktor, aber gar nicht so alt. Das von 2006 bis 2011 wurden die gebaut in den USA und wird bei uns im Spiel auch mit verschiedenen Motorkonfigurationen verfügbar sein. Also von 250 bis 325 PS, also schon ein etwas größerer Traktor. Ja, danke Stefan. Wir sind jetzt mit der Zwiebelernte fertig. Jetzt geht es ans Weiterverarbeiten. Und wir sehen hier schon, wie das Ganze funktioniert. Wir können auch gleich ins Video reinschauen und sehen, dass der Stefan jetzt mit seinem Traktor und Anhänger auf den Hof gefahren ist, um die Zwiebeln weiter zu verarbeiten. Dafür gibt es ein neues Tool, auch eben von der Marke Polaris, das ist der AS25. Das ist ein sogenannter Entschloter, das bedeutet, er entfernt den Laubansatz der Zwiebeln. Wie wir jetzt gleich beim Abkippen sehen werden, sind die Zwiebeln eben auf dem Anhänger frisch vom Feld, das heißt, der ganze Laubansatz ist noch dran, wird abgekippt und die Maschine entfernt dann eben diesen grünen Laubansatz über eine Gebläsefunktion mit Messern. Ja, und wenn die Maschine mit ihrer Arbeit fertig ist, kommen die Zwiebeln eben fertig abverpackt in Säcken, palettiert am Ende raus und können weiterverarbeitet werden. In verschiedenen Produktionsstätten, sie können aber auch direkt verkauft werden. Wie das Ganze funktioniert oder was es da für Optionen gibt, werdet ihr in der nahen Zukunft noch erfahren. Ja, ich denke, das war's mit dem ersten neuen Feature unseres DLCs. Das DLC hat den Namen Highlands Fishing Pack, das heißt natürlich ein weiteres Key-Feature ist die Fischzucht. Wir wollen das bei uns im Spiel so abbilden, dass wir die Fischzucht im großen Maßstab abbilden und wir setzen somit auf Aquakulturen. Genau, also wir haben die Fischzucht im Endeffekt bei uns in 2 Schritte aufgeteilt. Also zum einen haben wir die Zucht von Jungtieren bis zu einem gewissen Alter und dann haben wir die Weiterzucht der Fische in einer sogenannten Aquakultur, also einem großen Behälter im Meer, in dem die Fische schwimmen und dann noch größer wachsen. Natürlich kann man die Fische nicht direkt, wenn sie jung sind, in das Meer entlassen, weil das Gitter natürlich eine gewisse Größe hätte und dann würden die Fische auch entkommen. Deswegen haben wir es hier in 2 Steps aufgeteilt. Wir haben hier einmal die Produktion, die ich hier platziert habe und diese wird dazu verwendet, um die Jungtiere zu züchten. Zur Zucht braucht man, wie wir hier anliefern, Futter für die Fische. Also es wird hier in den Behältern angebracht und genau, wird dann hier von dem Production Point angenommen und innen drin, in dieser Halle, sehen wir dann ein paar runde Behälter, in denen die Fische dann groß gezüchtet werden. Also man sieht hier rechts und links auch überall das Futter dann stehen, sobald man es angeliefert hat und dann, sobald die Produktion aktiv ist, sieht man in den Becken auch eine wunderschöne Fischanimation von diesen Jungtieren eben. Wenn diese Jungtiere dann eine gewisse Größe erreicht haben, spawnen hier draußen Paletten mit diesen Jungtieren. Das sind kleine Wasserbehälter und die werden zum Transport von den Tieren verwendet. Die Tiere werden dann, kann man aufladen mit unserem Stapler hier, können wir auf unseren Anhänger bringen und dann zu unserer Aquakultur ans Meer bringen. Ja genau, das sehen wir jetzt gerade, der Stefan verlädt noch schnell die Paletten auf den Anhänger und macht sich dann gleich auch auf den Weg zum Hafen, wo wir dann die nächsten Schritte sehen werden. Mal kurz warten, bis das Video zu Ende gespielt hat. Wir haben hier vorne auch den JCB, den ich vorhin schon zum Sehen verwendet habe. Das ist ein JCB 2135, also die 2000er Serie von JCB. Ist auch ein etwas historischer Traktor, wurde von 98 bis 2004 gebaut. Haben wir bei uns im Spiel auch in verschiedenen Motorkonfigurationen, also das ist im Endeffekt der mit der größten Konfiguration, hat 150 PS, aber er wird auch noch in kleineren Konfigurationen verfügbar sein. Natürlich JCB passt super zu unserer Map, also eher nach England oder Schottland, da JCB natürlich aus England kommt, aus Rochester, um genau zu sein, und da hat es natürlich dann sehr gut dazu gepasst, dass wir auch den JCB auf dem Cover haben und hier eben den etwas älteren Traktor auch noch mit dabei haben. Und jetzt haben wir es geladen, machen wir unsere Spanngurte dran und können uns auf den Weg begeben. Genau, der Stefan ist jetzt auf dem Weg zum Hafengebiet, wo es dann eben mit der weiteren Produktion der Fische vorangeht. Ich sehe noch kurz, wie er durch unseren neuen Wald fährt, auf die Straße und kommt dann zeitnah am Hafen an. Ja. Ihr habt es vorhin bei der Präsentation von Kenan schon gesehen.
Wir haben einen groß angelegten Hafenbereich. Hier auf dem Bild sieht man auch, wir haben so eine kleine Meeresbucht, wir haben relativ große Brücken und im Vordergrund sieht man auch schon unsere Offshore-Aquakulturen. Und das sind eben unsere Produktionsstätten für die finale Fischzucht, das heißt der Aufzucht der Jungfische. Wie das Ganze dann funktioniert, zeigt wieder der Stefan. Genau, also zuerst müssen wir einmal die Fischzucht im Meer platzieren. Das funktioniert ganz normal über unser Produktionsmenü, beziehungsweise unser platzierbares Menü. Können wir einmal die Fischzucht auswählen. Und was wir hier haben, wir haben verschiedene Konfigurationen. Also man kann auswählen, wie viele Tanks diese Fischzucht hat. Also hier in dem Fall habe ich jetzt einen mit 4 genommen, aber es geht bis zu 8 in dem Fall. Genau, aber wie bekommen wir jetzt die Fische auf das Meer? Dazu haben wir eine komplett neue Funktion bei uns im Spiel, und zwar haben wir Boote eingeführt. Wir haben hier, man hat es ganz kurz gesehen, unser großes Frachtschiff sozusagen. Das wird dazu verwendet, um die Paletten zum Meer zu transportieren. Also hier können wir einmal unseren Stapler nehmen, laden die Paletten wieder ab. Wir haben hinten auf dem Anhänger auch jetzt noch Fischfutter drauf, was wir auch noch für die Offshore-Aquakultur brauchen. Und das können wir jetzt einmal auf das Boot laden. Das Boot ist auch so konzipiert, dass wir dort mit dem Stapler direkt drauf fahren können. Deswegen haben wir unser kleines Portal hier, können wir mit dem Stapler schön rüberfahren und die Paletten dann auf dem Boot stapeln. Aber wie man hier auch schon sieht, wir haben noch eine zweite Möglichkeit, um das Schiff zu beladen. Wir haben dort einen Verladekran hinzugefügt. Der ist natürlich praktisch, wenn man nicht die Möglichkeit hat, hier so schön anzudocken und mit dem Stapler drauf zu fahren, sondern wenn man keine Möglichkeit hat, so direkt drauf zu fahren, dann kann man diesen Kran verwenden und die Paletten verladen. Für den Kran haben wir extra eine kleine Spezialfunktion hinzugefügt. Da haben wir sozusagen ein Gerüst, mit dem man die Europaletten hochheben kann und dann mit Seilen am Kran befestigen kann. Dann nehmen wir jetzt mal das Fischfutter, das wir hinten auf dem Anhänger haben, und bringen das zum Kran und können dann mal die zweite Möglichkeit zeigen, wie man das Schiff belädt. Für den Kran haben wir auch eine neue Funktion hinzugefügt. Also man kann direkt in den Kran selbst einsteigen. Also man steigt nicht in das Boot ein und steuert den Kran, sondern kann direkt zum Kran hingehen. Man spawnt dann, wie wir es hier sehen, auf der Steuerposition und kann dann die Paletten somit greifen. Und sobald man über einer Palette ist, bekommt man grüne Striche, die angezeigt werden, und die signalisieren dann, dass man die Palette hochheben kann und anhängen kann an den Kran. Und dann werden dynamisch schöne Gurte generiert und somit kann man die Paletten sehr realistisch auf das Boot verladen. Das ist natürlich sehr von Vorteil bei der Offshore-Aquakultur, wie wir gleich sehen werden, da wir dann nicht mit dem Stapler direkt drauf fahren können. Und jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung. Plötzlich habe ich das ganze Boot beladen. Das wäre natürlich ein bisschen zu lang, um das hier zu zeigen. Und dann können wir mal das Boot zusammenklappen, die Rampe hochklappen. Ich habe den Kran schon zusammengeklappt. Also den Kran kann man per X-Taste kann man den komplett zusammenklappen und dann ist er wieder in seiner Parkposition. Dann lassen wir noch die Rampe hoch und dann können wir mit dem Boot losfahren. Hier gibt es noch dazu zu sagen, es ist alles noch Work in Progress, steht natürlich auch dran. Wir sind noch dabei, also aktuell hat man auch noch keine Spanngurte auf dem Boot, um die Paletten zu befestigen, also die verrutschen mir in dem Fall ein bisschen. Und die Animationen vom Wasser sind auch noch nicht ganz final, da arbeiten wir aktuell noch dran. Genau. Wir haben Boote im Spiel, Boote haben keine Reifen, fahren nicht auf dem Terrain. Das heißt, wir brauchen ein neues Feature und dementsprechend haben wir für unsere Physics Engine eine neue Option für ein Joint eingebaut, ein sogenanntes Y-Constraint. Das bedeutet, die Physik Engine versucht, das Objekt, also den physikalischen Körper, auf einer vorgegebenen Y-Translation zu halten, nach Möglichkeit, natürlich mit allen Limits in alle Richtungen. Man kann verschiedene Kräfte auf dieses Objekt geben und die Physik Engine versucht dann, den Drift und die Trägheit des Schiffs so zu simulieren, dass es sich eigentlich wie ein Schiff anfühlt. So, machen wir wieder einen kleinen Zeitsprung. Hier sind wir jetzt schon an der Aquakultur angekommen, also die wir gerade eben platziert haben. Man sieht hier einmal ein runder Pot, auf dem wir den Production Point, also die Aquakultur, managen können, aber auch die Anlieferung von den Paletten, also von den Jungfischen und dem Futter ist. Und wie man sieht, man kann hier nicht direkt rüberfahren mit dem Stapler,
Und deswegen haben wir hier eben wieder den Kran, der hier zum Einsatz kommt, um die Paletten hier rüber auf die Plattform zu heben. Genau, so sieht man wieder die Striche, die wir haben, und dann können wir die Palette anhängen und hochheben. Auch wenn wir ein bisschen höher über einer Palette sind, also die Gurte werden dynamisch von der Länge generiert, also wenn wir ein bisschen höher die Palette greifen, haben wir ein paar längere Gurte und schwankt dann ein bisschen mehr, aber so bekommen wir die Paletten dann auch rüber. Wie wir dann unseren Produktionspunkt managen, kennt ihr alle, Production-Menü. Wir können es aufmachen, wir sehen, dass wir 2 Fischarten haben, die wir züchten können. Das ist einmal die Forelle und einmal den Lachs. Beides Fische, die auch im Salzwasser leben können und somit bei uns prädestiniert dafür sind, dass wir sie in der Meeresbucht züchten. Dann schauen wir uns weiter an, unsere Aquakultur, wie man es von Bildern aus Norwegen etc. kennt und auch von der UK. Große Fischnetze, um eben die einzelnen Fischarten zu züchten. Also wir haben auch wieder Fischanimationen, wir haben in der Mitte einen sogenannten Feeder, wo dann eben zu bestimmten Uhrzeiten die Fische gefüttert werden, kommen dann Effekte raus und man sieht vielleicht auch ein bisschen, dass sich die einzelnen Elemente auch auf dem Wasser bewegen. Hoffe ich zumindest, dass man das sieht. Ja, und somit haben wir eigentlich auch unsere Fischzucht abgehandelt und kommen zu unserem letzten Punkt und das sind weitere Marken. Also wir haben am Anfang der Präsentation gesehen, dass wir Maurus als neuen Partner gewinnen konnten und haben eben noch weitere 2 neue Marken, die der Stefan jetzt kurz noch vorführt. Genau, also wir haben jetzt 2 Marken noch, die ich im Detail vorstellen möchte. Und zwar zum einen rechts haben wir einen Kalkstreuer, der neu bei uns im Spiel ist, von der Firma AgriSpread. Die Firma kommt aus Irland, also passt auch von der Lokalität ungefähr zu dieser Map. Ja, es wurde sich im Basecamp immer wieder gewünscht, dass wir zu wenig Kalkstreuer haben und wir sollten mehrere hinzufügen. Und das ist eben ja, der erste Kalkstreuer, der jetzt dann neu zum 25er hinzukommt. Der Kalkstreuer, das ist der AS 2100, das ist ein 9 Kubikmeter Streuer. Zu AgriSpread ist vielleicht noch zu sagen, also AgriSpread hat ein breites Portfolio an Kalkstreuern, Düngestreuern, so ähnlich wie der, aber auch noch in größerer Ausführung. Sie sind auch sehr verbreitet in den USA, Kanada oder Australien, wo die Streuer teilweise vor dem Case Quadtrac oder ähnlichen Fahrzeugen hängen. Also da kann man vielleicht noch was in der Zukunft erwarten. Die zweite Marke, die ich vorstellen möchte, ist GT Bunning, beziehungsweise der Mischstreuer hier von GT Bunning, das ist der Lowlander Whitebody 250 HDP. Cooler Name, den musste ich einfach aussprechen. GT Bunning, wie man es vielleicht schon gesehen hat an der kleinen Flagge, die drauf ist, kommt natürlich aus England, also passt auch sehr gut in diese Map rein. Der Mischstreuer hat ein paar Spezialfunktionen. Eine ist zum Beispiel hier die Grenzstreueinrichtung, also das ein kleines Blech, das runtergefahren werden kann, um auf einer Seite weniger breit zu streuen. Also zum Beispiel, wenn man, wie der Name schon sagt, Grenzstreueinrichtung, wenn man an der Kante vom Feld fährt, dann wird der Mist nicht so weit geworfen und kann eben schöner arbeiten und genauer arbeiten. Ein zweites Feature ist hier vorne die kleine Rundumleuchte. Viele werden sich vielleicht denken, wieso hat er da vorne eine Rundumleuchte? Die sieht man ja auf der Straße gar nicht, wenn man ein anderer Verkehrsteilnehmer ist. Aber diese Rundumleuchte hat eine kleine Spezialfunktion. Und zwar wird die Rundumleuchte, die geht automatisch an, wenn der Mischstreuer voll ist. Zum Beispiel, wenn jemand nebendran mit dem Frontlader den Mischstreuer belädt, dann geht die automatisch an, wenn ein gewisses Gewicht erreicht wurde. Und so weiß der befüllende Fahrer, wann der Mischstreuer eben voll ist. Hier vorne haben wir dann noch unseren 8000er JCB, auch in der neuen Icon-Ausführung, auch ein komplettes neues Modell, so wie wir es beim 4000er JCB gesehen haben. Genau, also auch der gleiche, der hier auf dem Cover ist. Und das war's von den neuen Marken.